Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Die News zum kommenden Wochenende sind da und ja, sie sind lang erwartet und es ist wahrscheinlich der größte Sale, den ihr dieses Jahr haben werdet. Also für die Leute, die Pilze aufladen, was circa 50% der Community sind. Wir hatten ja mal vor einer Zeit eine Umfrage bei mir auf dem Kanal gemacht. Dort hat sich ergeben, dass so Free-to-Play 50% und 50% Pilzer sind. Falls ihr Pilzer seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall dieses Wochenende Pilze aufzuladen, denn so günstig werdet ihr das ganze Jahr nie wieder an Pilze kommen. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr ratsam, sich eventuell sogar schon für den Rest des Jahres kleiden mit Pilzen, wenn man das so sagen kann. Ja, und zwar haben wir hier die Black Friday Sale Aktion. Das Black Friday Wochenende steht vor der Tür. Das bedeutet von Freitag bis einschließlich Sonntag bis zu 33% mehr Pilze beim Pilzdealer und ausschließlich schwarze und legendäre Edelsteine in der Edelsteinmine. Ne, das kommt dann auch noch mit dazu und das wird sehr interessant werden in Aspekt auf den EU8 Serverstart, denn dort könnten einige Rekorde gebrochen werden. Mal schauen, wir werden da auf jeden Fall unser Augenmerk drauf richten. Schaut euch unsere besonderen Black Friday Pakete an. Das werden wir auch gleich machen. Es gibt natürlich auch wieder zum Anlass vom Black Friday nicht nur die 33% Aktion, sondern auch halt eben gewisse Pilzpakete, die ihr auch erwerben könnt. Die sind auch ziemlich geil, muss ich sagen. Und natürlich gibt es auch von meiner Seite aus wieder ein Giveaway anlässlich zum Black Friday Wochenende. Und zwar wird das morgen im Video stattfinden, noch nicht heute. Morgen habt ihr dann wieder die Chance von meiner Seite aus 100 Euro zu bekommen. Und ja, dazu aber weitere Informationen dann halt eben morgen im Video, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Falls ihr das nicht verpassen wollt oder weitere Giveaways nicht verpassen wollt oder irgendwelche Serverstart oder Elevator Codes, dann lasst doch sehr gerne hier auf dem Kanal ein kostenloses Abo da. Schmerzt nicht und ihr werdet über solche Giveaways oder Codes in Zukunft immer informiert. Ja, wird auf jeden Fall weiterhin so monatlich beibehalten, das Ganze, ne? Am Wochenende sind folgende Events aktiv: Black Friday, Akkordabenteuer, Erfahrungsreichtum, Glanzparade des Goldes, Fest der Festung, Epic Kaufrausch, Extravaganza und oraler Großputz. Also alles das, was man braucht, um einen Rekord aufzustellen. Wir haben Erfahrungsreichtum in Kombination mit Glanzparade des Goldes, also XP und Gold-Event gleichzeitig. Das haben wir auch ganz selten. Fest der Festung bedeutet, wir bekommen nur große schwarze Edelsteine aus der Mine. Ja, das ist unglaublich krass für den Serverstart auf EU8 und die Rekorde. Und natürlich halt eben auch das Epic-Event, um halt eben auch sich mit den Epics dann dementsprechend einzukleiden. Es wird absolut krank werden. Ja, ich bin da sehr gespannt drauf, wie das weiterhin verfährt hier auf EU8. Ne? Genau, das kommt dazu. Vorschau aufs nächste Wochenende ist dann EP-Event, Epic-Abenteuer und Sanduhr steht Kopf. Also dort könnt ihr euch dann wieder mit Sanduhren einkleiden, dann das Wochenende da drauf. Vergesst zudem nicht, dass der Elevator noch bis zum Sonntag 20 Uhr offen hat. S31 am Samstag endet. Kämpft euch durch die Etagen, erhaltet Belohnung, ne, und so weiter und so fort. Genau. Also wir werden auf jeden Fall mal, ich weiß noch nicht, ob wir Livestreamen irgendwann, aber wir werden irgendwie das auf EU8 begleiten. Ja, in Videoform oder Livestream. Mal gucken. So sieht das Ganze aus. Ja, also Freitag, Samstag, Sonntag, 3 Tage Zeit, um euch die Pakete zu sichern, beziehungsweise halt auch den Sale. Ne? Da haben wir einmal hier das 10-Euro-Paket, da bekommt ihr 500 Sanduhren und 340 Pilze. Dann haben wir das 25-Euro-Paket, wo wir 900 Pilze haben, 750 Lucky Coins und 100.000 Metalle. Ja, das geht noch, sag ich mal, aber jetzt wird es halt interessant. Ne? Für 50 Euro haben wir jetzt hier 1875 Pilze, 120.000 Kristalle und 240.000 Metalle. Also das ist schon ein sehr lukratives Paket, muss ich mal so sagen. Also das ressourcentechnisch hat man hier auf jeden Fall echt was davon. Da kann man sich gut eindecken. Und dann gibt es halt eben auch noch das 100-Euro-Paket, wo halt eben 4.150 Pilze aufgeladen werden, 5.000 Sanduhren, also da hat man auch erstmal Ruhe, 1.800 Lucky Coins und 240.000 Kristalle.
Also so viel wie ihr hier an Metalle habt ihr hier dann nochmal an Kristalle zusätzlich on top. Ne? 100 Euro ist natürlich immer nicht wenig Geld, aber wenn ihr eh schon jemand seid, der auflädt und Pilze euch kauft, ab und zu mal, ne, dann ist es sowieso eher empfehlenswerter, einmal viel aufzuladen und damit lange Zeit zu spielen, anstatt immer nur für 10 Euro aufzuladen und dann habt ihr halt eben weniger davon. Und müsst halt immer wieder aufladen, so, ne? Weil umso mehr ihr aufladet, umso mehr Pilze bekommt ihr halt auch, bis zu 100 Euro halt eben, ne? Und das ist halt genau hier jetzt diese Aktion, ne? Da bekommt ihr halt eben für 100 Euro 4000 Pilze, ja? Und das war halt eben vorher bei der 20% Aktion 3600, ja? Und normal halt ohne Event halt eben 3000. Also 1000 Pilze mehr, als wenn du halt ohne Event auflädst. Das ist schon einiges, ja, und deswegen kann man sich jetzt mal so ein Paket holen als Pilzer und hat dann erstmal eine gewisse Zeit lang Ruhe, sag ich mal, und ja, muss nicht für weniger Pilze oder für weniger Pilze aber gleiches Geld aufladen, ne? Deswegen ist das auf jeden Fall empfehlenswert, jetzt zu tun, auf jeden Fall. Ne, falls ihr mich da natürlich auch wie immer ganz gerne supporten wollt, dann könnt ihr halt auch sehr gerne im Webshop meinen Code kostenfrei unten beim Creator eingeben und dann wird das Ganze auch noch zum Teil an mich weitergegeben, wodurch ich halt eben weitere Giveaways für euch finanziere. Projekte wie zum Beispiel die Purge in der Vergangenheit, wo ja auch 200 Euro drauf gegangen sind, einfach mal so, und halt eben auch noch für gemeinnützige Aktionen im Hintergrund gesammelt werden. Da werde ich morgen im Video nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil Ende des Jahres ist es jetzt bald soweit, im Dezember, da werden die Spenden, sag ich mal, die Spenden, die ich im Hintergrund gesammelt habe, durch den Creator Code, weil ihr halt eben mich so krass supportet und halt eben einfach nur diese paar Buchstaben da eingebt, ja, so viel, sag ich mal, verändern kann. Und ja, da werde ich auf jeden Fall morgen nochmal drauf genauer eingehen, wo das ganze Geld dann hingehen wird. Ne? Zum Ende des Jahres, Ende Dezember wird das Ganze dann halt auch vor Ort abgedreht, wo ihr dann halt auch eben seht, okay, wo wird das Geld dann halt auch landen. Da sind wir dann halt auch eben direkt vor Ort. Ne? Aber da gehe ich halt eben morgen nochmal ein bisschen genauer im Video drauf ein. Es ist auf jeden Fall... Ja, jetzt habe ich aber genug gelabert, jetzt wollen wir mal ein bisschen Action machen hier. Es ist auf jeden Fall ein Segen, sondergleichen. Ich habe keine Ahnung, womit ich immer sowas verdient habe, sag ich mal. Das ist unglaublich krass, aber ich bin extrem, extrem stolz darauf, dass wir sowas jetzt gemeinsam auf die Beine stellen können, wenn ihr halt eben seht, ja, was da zusammenkommt, ne? Und wo das Ganze dann halt auch eben hingeht, dann kann man damit schon wirklich einiges verändern und das ist halt eben so ein bisschen, sag ich mal, low-key, was ich mir eigentlich schon immer so für mich insgeheim gewünscht habe, aber nie wirklich realisieren konnte. Jetzt ist das Ganze möglich, durch euren Support halt eben, ne? Und es kostet euch ja nicht mal mehr, ne? Es kostet euch ja den gleichen Preis wie vorher, ne? Und das ist einfach eine super geile Sache mit dem Creator Code, deswegen vielen lieben Dank an Playa, dass die das ermöglicht haben und halt auch eben vielen lieben Dank an euch, die das Ganze halt auch eben immer so krass supporten, wie halt eben auch in der Vergangenheit. Ne? Übrigens, ja, zum Thema Support wurde ich hier angeschrieben. Ne? Übrigens nicht wundern, das ist hier hundertprozentig nicht der Davalon von damals. Das ist nicht sein Verhalten entsprechend auf jeden Fall, was er mir hier schreibt. Der Hoshi hat eine Gilde gegründet hier, ja, so einen kleinen Fanclub, sag ich mal, namens Bulldorzer, ja, und haben hier in der Beschreibung auch zu stehen, wir lieben Dorzer. Also, falls ihr das hier sehen solltet, auf jeden Fall schöne Grüße an der Stelle an die Gilde Bulldorzer, ja, es sind ein paar Mitglieder hier auf jeden Fall mit am Stissel, deswegen freut mich auf jeden Fall sehr, dass hier ja, so ein bisschen Leben auch tatsächlich ist in der Gilde und ja, ist natürlich auch schön zu sehen, war lustig auf jeden Fall, als ich das denn gesehen hatte, beziehungsweise halt eben diese Einladung bekommen habe. Und ja, natürlich werde ich die Gilde vom lieben El Chefe hier nicht verlassen auf dem Server, solange ich halt eben hier auch aktiv drauf spielen werde. Und ja, keine Ahnung, wie lange das ja, gehen wird. Das kann ich noch nicht ganz genau sagen. Da will ich nichts versprechen.
Ne? Aber auf jeden Fall zur Anfangszeit macht es mir auf jeden Fall Spaß. Und jetzt auch gerade, wo hier so viel Action ist und noch so viel Action kommen wird in Zukunft. Ne? Es geht ja jetzt erst richtig los. Ne? Also das war ja jetzt alles nur Vorgeplänkel. Also es sind zwar schon ein paar Leute hier gut am Grinden, sag ich mal. Ne? Die wollen wahrscheinlich auch ein paar Rekorde knacken. Aber die richtigen Pushes, sag ich mal, ne? Also die richtig krasse Eskalation, die geht ja jetzt erst los, wenn die Leute sich in den Gilden hier mit großen schwarzen Edelsteinen ausrüsten. Das wird deren Charaktere bis ins Unermessliche steigern und das ist halt eben sehr spannend zu beobachten, ob wir hier wirklich neue Rekorde aufstellen können. Ne? So, ich möchte ganz gerne jetzt nochmal einen Ausdauer- oder Innstein, ja, leider nur ein kleiner, aber die sind trotzdem schon besser als die ich aktuell hier ausgerüstet habe. Vom Wochenende sind die, glaube ich, noch teilweise, ne, weil die Gilde natürlich auch die Ritterhalle so langsam ein bisschen höher pusht und dementsprechend die Steine auch deutlich besser werden. So, mal gucken, ob das hier schon ein bisschen was gebracht hat. Ich wollte mir eigentlich... Das haben wir jetzt gar nicht gemacht. Ich wollte mir den Kampf angucken hier. Gegen den grünen Rex, gegen den haben wir jetzt gerade gefightet. Okay, da haben wir einmal das Mietschild hier aktiviert. Ich habe auch noch ein paar Dungeon-Kämpfe gespeichert. Es ist immer spannend zu sehen, wenn der crittet, ne? Es tut so gut, ne? Und davon habe ich mir hier auch ganz viele Kämpfe gespeichert. Wenn der Hound aktiviert wird und reinkrittet, das scheppert ja mal so extrem krass, ne? So, hier war, glaube ich, nur das Mietschild, was er noch am Ende geblockt hat, ja. Das war nicht ganz so spannend, aber ich glaube, die Kämpfe hier, die waren... Oh, guckt euch die Crits an, ne? Das schmeckt auf jeden Fall schon. Deswegen, nach wie vor, ich gucke mir die Kämpfe sehr gerne an vom Necromancer. Das macht halt die Klasse, finde ich persönlich halt auch aus, weil die haben... Das muss man nochmal ganz kurz genießen hier in normaler Geschwindigkeit. Weil die halt so hart random ist und wenn mal wirklich sowas... Jetzt war das schon wieder so schnell hier, oder was? Ich kam da jetzt gar nicht so schnell hinterher. Ja, und weil die halt eben so random und so überraschend ist es halt eben krass. Jetzt müssen wir mal ganz kurz... Ja, bam. Ja, also macht auf jeden Fall Spaß. Ne? Trotzdem werde ich sie jetzt nicht hier Langzeit spielen. Dafür hat sie mich jetzt nicht zu krank gefesselt, sodass ich sagen könnte, okay, ja, das Ding wird jetzt hier gefühlt mein zweiter Main oder so. So, Kämpfe gezeigt, kann ich rauslöschen. Haben wir hier, ne, wir haben leider kein Item weiterbekommen. Ne? Und ich mache hier aber auf jeden Fall noch ein bisschen halblang auf dem Server, weil jetzt momentan gibt es hier halt eben nicht so viel zu holen. Klar kann man hier und da mal einen Dungeon-Gegner besiegen und so, das geht schon. Aber halt auch eben warte ich auf das Black Friday Event, das Black Friday Wochenende und da wird es dann halt eben ein bisschen mehr eskalieren. Da werden wir natürlich auch unseren kleinen Fortschritt machen hier auf dem Server, aber hauptsächlich werden wir schauen, was die Leute hier anstellen auf EU8, die natürlich deutlich mehr hier auch investieren. Und das soll es soweit gewesen sein zu dem Video heute. Jetzt wisst ihr erstmal Bescheid. Ich kann euch nur noch mal sagen, falls ihr halt eben Pilzer seid und halt auch regelmäßig bzw. hin und wieder mal aufladet, dann ist halt eben jetzt der eine Moment im Jahr, wo man halt eben das meiste für sein Geld bekommt. Ne? Und das ist halt eben bei Black Friday überall so. Sei es hier in Shakes & Fidget oder, keine Ahnung, bei Mediamarkt um die Ecke oder was weiß ich, in allen möglichen Geschäften. Ne? Man kann halt überall am meisten Geld sparen. Aber es ist halt auch eben die Zeit, wo man am meisten Geld ausgibt. Ne? Viele Leute holen sich halt auch eben schon teilweise die Weihnachtsgeschenke zu Black Friday. Das bietet sich natürlich auch an. Ne? Man bekommt viele Sachen günstiger, aber das summiert gibt man vielleicht wahrscheinlich am meisten Geld auch zu dieser Jahreszeit nachher so Ende des Jahres halt auch eben aus. Ne? Deswegen boomt auf jeden Fall dieses Black Friday und dieses Cyber Monday, ne? diese ganzen Slogans, die scheppern natürlich überall in der Portokasse, außer bei denen, die das erwerben halt. Ne? Nur, dass man halt eben hier und da vielleicht einen kleinen Rabatt bekommt oder halt eben mehr für sein Geld. Ne?
Das ist ja überall das Gleiche. Gut, das war es soweit von mir. Wie gesagt, morgen auf jeden Fall achtsam sein. Ne? Da geht es in alter Manier weiter und da werdet ihr definitiv noch ein bisschen mehr informiert zu dem, was halt auch so bei mir im Hintergrund läuft. So, ne? Alles klar. Bis dahin hoffe ich, ihr bleibt alle schön gesund, haltet die Ohren steif. Wir hören uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal.